Moin moin, herzlich willkommen und hallo. So, und wie ihr wahrscheinlich schon nach wenigen Sekunden bemerkt habt, an dieser Stelle leider etwas zu windig, um mich gut zu verstehen. Deswegen hier nochmal aus dem Off heraus ein herzlich willkommen zu diesem kleinen Stadionvlog, beziehungsweise diesem rund ums Stadion. In dieser Rubrik möchte ich mit euch einmal um ein Fußballstadion gehen und das Drumherum aufsaugen und gucken, ja, was dieses Stadion so zu bieten hat. Und heute sind wir dafür in Bremen. Und das übrigens am Tag der Relegation, des Relegationsrückspiels, 1. FC Heidenheim gegen Werder Bremen. Also heute entscheidet sich, ob in diesem Fußballstadion erstmal weiterhin Erstligafußball zu sehen ist oder es runtergeht in die zweite Liga. Und ja, als ob es ein Omen wäre, die Weser an diesem Tag etwas über die Ufer getreten, unten am Deich. Und ja, fand ich ganz witzig hier kurz mal zu zeigen, wie es aussah von dieser kleinen Bank aus. Füße habe ich eigentlich nicht ins Wasser gehalten. Um das Weserstadion zu erreichen, da gibt es natürlich nichts Besseres, als vorher ein paar Bierchen zu trinken hier am Osterdeich oder aber eine schöne Kneipentour durchs Viertel zu machen. Denn wir haben mit dem Weserstadion ein Stadtstadion, circa 2,5 Kilometer vom Bahnhof entfernt. Ja, sehr zentral gelegen, kann man gut hin. Ja, und mit diesem Blick an der Weser und aus der Stadt kommt, die sich da hinten befindet, auch vielleicht ca. 2 Kilometer entfernt, gibt es natürlich nichts Besseres, worauf man sich ja, für ein Spiel vorbereiten kann. Wir haben hier 42.500 Plätze und natürlich machen diese Flutlichter dieses Stadion unter anderem aus, weil du das Stadion von Weitem siehst und am Wasser mit dem Wasserweg tatsächlich beim Spieltag sogar mit der Fähre erreichen kannst. Und ja, dir hoffentlich mal wieder erfolgreiche Spiele angucken kannst, wenn Werder es schaffen sollte, in der ersten Liga zu bleiben. Also das Stadion sonst ja auch schon nah am Wasser gebaut, aber heute besonders. Hier ist der kleine Yachthafen, wo man auch zu den Spielen anlegen kann. So ihr Lieben, wir sind am Stadion angekommen und zwar im Westbereich. Hier ist der Eingang für die Gästefans. Und dort kommend hier hineingehen. Flutlichtanlagen natürlich schon von Weitem zu sehen. Hier mal ein paar kleine Daten dazu am Rand. Und ja, wir gehen jetzt einmal rum. Und wahrscheinlich werde ich es in der mehrfachen Geschwindigkeit abspielen, weil alles müsst ihr jetzt euch nicht angucken und so viel kann ich auch gar nicht reden, das will ja keiner hören. Die Fassade vom Weserstadion mittlerweile komplett aus Photovoltaik und fast auch ums ganze Stadion herum. Die ist 2008 bis 2011 eingerichtet und auch das gehört dazu, wenn man einmal im Stadion geht. Fußballkultur und natürlich die Fans und Protest gegen die Geisterspiele. Sind gespannt, wie das weitergehen wird in den nächsten Saisons und ob der Fußball da auch eine kleine Revolution und Veränderung erlebt bei den ganzen Geldern, die da natürlich im Geschäft drin sind. Jetzt kommen wir gleich in Richtung der Weser und dann im Bereich der Nordfassade des Stadions. Die Kapazität offiziell 42.100 bei Bundesligaspielen und international, was ja leider schon ein paar Jahre jetzt nicht mehr vorkommen ist, bei rund 37.500. Der Hochwasserschutz des Stadions auch erneuert worden im Zuge der Umbaumaßnahmen bis 2011. Alles sehr teuer geworden, aber dafür hat man jetzt hier einen wichtigen und festen Standort. Hat ja immer Vor- und Nachteile, so ein Stadtstadion. Nicht wundern, ich musste hier einige Cuts öfter mal setzen, weil Leute entgegengekommen sind oder Nummernschilder von Autos zu sehen waren. Deswegen ab und zu mal hier kleine Schnittstellen zu sehen. Jetzt sind wir auf der anderen Seite vom Stadion. Hier das sehr schöne Stadionbad. Auch das schon seit sehr langer Zeit hier an diesem Standort vertreten. Und mit einem schönen Naturbecken, wo man hier die Wasserreinigungsanlage sehen kann. Also alles naturgefiltert.
Sehr, sehr, sehr schön. Und an dem Tag aber keiner hier. Ich weiß gar nicht, ob es auf hatte oder nicht. Eigentlich waren es 20 Grad. Soweit ganz angenehm, aber kein Badebetrieb. Das hier der Hochwasserschutz am Stadion mit guten Aussagen und Grüßen. Hier kann man also gegebenenfalls sich noch weiter absichern, falls die Weser noch höher kommen sollte. Und einmal Grüße gehen raus. Links geht's zum Stadionblatt. Hier haben wir noch ein paar Sticker, vielleicht wollen wir die mal mitnehmen. Tja, kein Gesetz kann uns trennen. Auch natürlich in diesen Zeiten ein bisschen andere Bedeutung bekommen. So, auch hier am Stadion ein paar kleine Graffitis. Die Speckflagge unten, das ist die Flagge der Stadt Bremen. Und hier Green White Wonderwall. Damals eine Aktion der Fans, als es auch ganz schlecht um Werder stand gegen Wolfsburg. Hier oben die einzige Aussparung am Stadion, wo kein komplett Solar ist. Dort müsste die Fußballakademie sein. Allerdings nicht so groß in Bremen, hier alles ein bisschen familiärer. Ich glaube, es sind so circa 16 Plätze, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Hier geht es in den Osten, hier stehen die Heimfans vom SV Werder Bremen. Und wie gesagt, das zählt heute umso mehr an dem Tag, wo das Relegationsspiel, das Rückspiel stattfindet. Natürlich sind wir bei euch. Gehen wir hier ein bisschen runter. Das ist eigentlich ganz cool, dass man hier so nah rankommt. Jetzt gehen ein paar Grüße raus. Und hier noch richtig rustikaler Betonbau. Sieht man hier wieder die Wände, falls die Weser zu hoch kommt. Hier ist der Fanshop, die Werder Fanwelt. Hinter diesem kleinen Parkplatz, den man hier sieht, der Trainingsplatz, der Haupttrainingsplatz. Ostkurvensaal, ganz wichtige Projekte, auch soziale Projekte, Fanförderung. Jetzt sind wir hier im Osten und es fängt an zu regnen. Ja, hier vorne befindet sich das Museum, das ist das Werder Museum, und ein Restaurant müsste da auch mit drin sein. Da war ich aber noch nie. Ja, und wenn wir jetzt hier runtergehen, dann haben wir sozusagen auch einmal das Stadion umrundet. Da geht es nämlich dann wieder in den Westbereich, wo die Gäste beheimatet wären. Die Ostkurve übrigens so aufgebaut: unterer Bereich Stehplätze, oben Sitzplätze. Auch das steht zur Diskussion, ob man das in Zukunft irgendwann nochmal ändern will, aber gerade heute hat Werder auf jeden Fall andere Sorgen. Gucken wir mal, was daraus wird. Ihr Lieben, jetzt haben wir auf einmal herrlichen Sonnenschein. Na, wo ist sie denn? Ah, gut versteckt. Boah, Entschuldigung. War alles dabei. Hochwasser, Regen und jetzt Sonnenschein. Das war der kleine Rundgang. Einmal ums Bremer Weserstadion. Ich werde jetzt noch ein paar Graffitis und ein paar Sticker vielleicht zusammenschneiden, die ich rund ums Stadion oder in der Nähe noch gesehen habe. Und dann lasst doch gern mal einen Kommentar da, wie es euch gefallen hat. Falls das gut ankommt, versuche ich das auch noch über andere Stadien zu machen, in Norddeutschland vor allen Dingen.
und ich dafür Zeit finde. Lasst gerne ein Like da, diskutiert in den Kommentaren. Bin gespannt, wie es nachher ausgeht. Hoffe, das war ein gutes Omen, dass wir heute noch dieses Video gemacht haben. Und dann hoffentlich sehen wir uns da ganz bald bei einem anderen Video oder bei einem neuen Rund ums Stadion. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis dann. Und wie angekündigt hier noch ein paar Impressionen rund um das Stadion. Kneipenkultur, vergesst mir die Kneipen nicht. Geht mal wieder ein Bierchen trinken oder eine Cola. Gerade in diesen Zeiten besonders wichtig. Am Rathaus heute die Werder-Flagge bestückt. Natürlich soll das Weserstadion immer Weserstadion heißen. Und das ist ganz wichtig und uns Fans, auch das soll dieses Stadion so schnell wie möglich wieder sehen. Sowie natürlich alle Fußballstadien in Deutschland. Nochmal hier in verschiedenen Sprachen, alle sind willkommen in Bremen. Offene Fankultur, sehr gut. Werder-Kiosk am der Weser, hier einmal von den verschiedenen Seiten. Und auch, ja, einige Fassaden in der Stadt und drumherum zeigen Werder-Graffitis. Und deswegen wollen wir hoffen, dass es heute klappt. Die Haltestelle am Weserstadion. Hier nochmal, habe ich gesehen per Zufall, eine ganz große Wand mit den Erfolgen von Werder Bremen, den alten Vereinslogos unter anderem. Immer schon der Standort übrigens an der Weser, am Weserstadion. Und hier mit Otto Rehagel, Thomas Schaaf, einmal als Spieler und gleich nochmal auch als Trainer auf einem anderen Graffiti. Werder ja mittlerweile 4-mal Deutscher Meister, das letzte Mal 2004 mit Andi Reinke hier im Tor. Ivan Klasnic, Ailton natürlich, Miroslav Klose war kurz danach übrigens, nicht in der Meisterelf. Und Johann Miku und Thomas Schaaf, die Meistermacher. Vielen Dank!